Mit Ares Commander können Sie BIM-Projekte aus IFC-Erweiterungsdateien und Revit-Formaten importieren. Sie können sogar mit beiden Formaten zur gleichen Zeit arbeiten. Beginnen Sie dafür auf der Registerkarte BIM. Wählen Sie das Werkzeug Navigator. Hier haben wir die Schaltfläche Importieren. Wir wählen dieses Beispiel einer RVT-Erweiterungsdatei, um sie in Ares Commander zu importieren. Auf die gleiche Weise können wir Importieren wählen und das IFC-Format auswählen. Jetzt fügen wir die Umgebung des Hauptgebäudes in die Ares Commander-Zeichnung ein. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste darauf und wählen Einfügen. Die Zeichnung wird unter Berücksichtigung des absoluten Nullpunktes des ursprünglichen Projekts eingefügt. Wir können diese Methode auch verwenden, um mehrere BIM-Dateien in derselben Zeichnung zu kombinieren. Wenn wir zum Beispiel eine Datei für das Gebäude erhalten haben und eine weitere mit der Umgebung. Wenn wir BIM-Dateien einfügen, haben wir die Möglichkeit, sie einer Disziplin zuzuordnen. Ich möchte zum Beispiel festlegen, dass diese Revit-Datei für die Planung ist. Und diese IFC-Datei ist für die Architektur. Wir können diese Informationen weiterverwenden, wenn wir unsere BIM-Filter erstellen. Beachten Sie, dass die Option Disziplin in der Liste der Kriterien erscheint, die wir für unsere Filter verwenden können. Das werden wir gleich sehen. In diesem Menü können wir verschiedene Ansichten wählen. Zum Beispiel eine Draufsicht oder eine isometrische Ansicht. Jetzt wählen wir ein Fenster, um in den Eigenschaften alle seine BIM-Eigenschaften anzuzeigen. Wenn ich ein Objekt auswähle, wird es alternativ auch im Abschnitt Elemente hervorgehoben dargestellt. Tatsächlich können wir es ausschalten oder einschalten, wie hier zu sehen. Das gleiche gilt, wenn ich alle Objekte desselben Typs auswähle. Beachten Sie, dass BIM-Objekte erst nach Ebene und dann nach Typ gruppiert werden. Daher sind die 12 Fenster, die hier zu sehen sind, nur die Fenster aus dieser Ebene. Um die gleichen Fenster des gesamten Gebäudes zu wählen, können wir einen Filter verwenden, wie später in dieser Demo gezeigt wird. Wir können sie alle auswählen und natürlich auch ausschalten, falls nötig. Hier finden wir die Türen, von denen es in dieser Etage 9 Stück gibt. Wenn wir das Dropdown-Menü öffnen, können wir die 9 Typen visualisieren. Von diesem Typ gibt es 8. Von diesem Typ gibt es 18. In diesem Abschnitt können wir alle Entitäten des Projekts sehen. Jetzt werden wir sehen, wie man einen Filter erstellt, um nur die Türen des Projektes zu visualisieren. Wählen Sie Filter. Wir beginnen mit der Auswahl der Projekte, die für unseren BIM-Filter berücksichtigt werden sollen. In diesem Fall ist es die IFC-Datei, die wir importiert haben. Unter Kriterien wählen wir Tür und fügen sie dem Filter hinzu. Auf diese Weise wird er nach Kategorie gruppiert und zeigt nur die Türen des Projektes an. Jetzt speichern wir diesen Filter unter dem Namen Türen. Um ihn zu testen, bitten wir die Software, alle Objekte anzuzeigen und wählen dann den Filter Türen, den wir erstellt haben. Mit diesen Schritten können wir mehrere Filter erstellen, die die Auswahl von Entitäten mit verschiedenen Kriterien, wie zum Beispiel nach Typ oder nach Ebene, ermöglichen. Ein Beispiel ist die Möglichkeit, die Einrichtung einer einzelnen Ebene zu isolieren, in diesem Fall der Ebene 4. Mit den BIM-Filtern können Sie nur die BIM-Daten isolieren, die Sie in Ihren Zeichnungen sehen möchten. Mit anderen Worten, Sie können alle BIM-Elemente ausblenden, die Sie für Ihr Projekt nicht benötigen. Wir können zum Beispiel diesen Filter verwenden, um diese Informationen in eine Excel-Tabelle zu exportieren oder die Daten zu extrahieren, um sie in eine Ares Commander-Tabelle einzufügen, um zum Beispiel das Budget für die Einrichtung zu ermitteln. Sie können diese Technik in einem unserer anderen Videos lernen.